Moin Leiflü und willkommen zurück bei mir bei Radbot und Skill Legends Royale. Wir starten direkt rein, ohne langes Gesabbel. Wir haben letztes Mal schon festgestellt, wir sind Stufe 6, haben noch 19 Tage zum King. Ja, was soll man da sagen? Gleich rein. Die Zeit rennt, sie rast förmlich. Wir haben letztes Mal angesprochen, es gab einen neuen Champ. Und tadadada, it's the Tyrant of Frost Shadow. Crit Freeze. Klingt interessant. Ich habe ihn halt, wie gesagt, noch nicht gesehen. Ich habe ihn noch nicht gespielt. Ich habe ihn auch noch nicht als Feind gehabt. Keine Ahnung, was der kann, keine Ahnung, was der macht. Aber er kann critten und freezen scheinbar. Wenn wir ihn haben, würde ich ihn picken. Wir kriegen aber den Goblin Tech. Mein Lieblingschamp. Aber wir haben nicht Wound. Das heißt, die Wound-Shield-Kombo funktioniert nicht. Dann wollen wir einen anderen Helden eventuell. Wir spielen mal den Treant Guard. Ja, nur für ihn wurde mal das Spiel gepatcht, weil man mit ihm angeblich unendlich viele Sprites haben konnte. Und das wurde dann leider rausgepatcht. Natürlich bevor ich es ausprobieren konnte. Das Schlimmste daran. Ja, wir nehmen das Grimoire. Kriegen wir alle 3 Runden ein Skill geschenkt. Und wir wollen... Was wollen wir eigentlich? Wir wollen auf Sprite und auf Shield, ne? Unser Passiv ist alle 60 Schaden, die vom Hero Shield geblockt sind, feuert unser Sprite ein Energy Blast, der 25 Schaden macht. Und unsere Ulti ist, wir beschwören einen Sprite mit 50 Lebenspunkten. Der gibt uns die Ulti gibt uns 220 Shield und reduziert unseren Damage Share von den Sprites. Das Buch machen wir auf Sprite, weil wir wollen auf Sprite und auf Ulti. Wenn wir nicht auf Ulti gehen, haben wir geguckt. Ja, können wir. Also wir wollen ulten, wir wollen dicke Sprites. Und dann wollen wir uns glücklich fühlen. Da hat unser Sprite gerade 50 Schaden gemacht. Das sind immer lange Kämpfe mit ihm, das heißt Wound wäre nicht ganz cool. Wir schaffen es tatsächlich. Wound ist ganz gut, Shield ist natürlich auf ihn auch stark. Oder ist eigentlich ein Must-Have. Eigentlich ist es Shield Sprite, aber Ulti ist halt auch ganz nett. Da schockt uns eigentlich nichts von gerade. Okay, Every Sprite gibt uns HP, aber das ist natürlich auch alles gut. Aber Every Sprite gibt uns HP, ist gut. Every Sprite macht unser Ultimate besser, ist auch gut. Kriegen wir mehr Shield. Every Sprite gibt uns Shield. Das sind so die Dinge, die wir haben wollen. Meine Heal wollen wir auch. Wir haben, wie gesagt, die Kämpfe dauern relativ lange, weil wir viel Shield haben. Und halt ständig ein Sprite um uns, der Damage Share macht. Deswegen wollen wir halt möglichst viel HP reggen. Wie funktioniert das mit dem Blitz nochmal? So für alle 60 Schaden, die mit unserem Schild geblockt sind. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Shield. Wir brauchen ja irgendwie irgendwas, um unser Passiv auszulösen. Das heißt tatsächlich, ich werde hier Sprite Shield nehmen. Hier haben wir jetzt Sprite genommen, ne? Ja. Unsere Ulti macht mehr Shield, ist eigentlich auch nett, ne? Aber unsere Ulti gibt uns HP, ist noch besser. Und Sprite macht uns Ulti besser, ist gut. Immer wenn wir HP kriegen, kriegen wir auch Chance auf ein Schild. Dodge nicht so besonders viel, ne? Okay, was geht? Der geht auf Heal. Das wird jetzt eine lange, lange Runde. Zurücklehnen und genießen. Okay, der Gegner gewinnt gerade.
Weil wir mehr Crits gemacht haben. Aber er hielt mehr, okay, ja. Vor wir ein bisschen mehr Shield. Aber ich nehme an, dass sein mehr Heal ihm am Ende retten wird. Ja. Einfach mehr gehealt. Hat auch seine Ulti einmal mehr rausgehauen. Der Lump. Ja, unser Sprite soll mehr HP haben, ist ganz wichtig. Wir wollen mehr Energy recovern, ist ganz wichtig. Sprites runter. Brauchen wir eigentlich nicht so dringend, ne? Each Point of Dodge gibt unserem Sprite-Ding, ist ja eigentlich auch egal. Das wollen wir noch haben. Base Shield ist ein Must-Have, wie man so schön sagt. Ja, wir haben ja schon einen. Wenn wir mal gucken, was wir eigentlich bekommen haben. Freeze Control, okay. Das heißt, wir freezen den Gegner jetzt mit jedem Sprite, der hier rumfliegt. Ihr seht schon, jetzt haben wir jetzt schon 2 Sprites. Ist halt stark. Dadurch haben wir dann auch relativ viel Schaden gemacht. Der baut auch auf Sprites auf, ne? Sprite Regen oder so. Genau. Okay, vielleicht lohnt sich das Sprite runtermachen doch. Energy Collector ist natürlich gut, weil wir viele verschiedene Skills brauchen. Das nehmen wir mal. Wir brauchen ja Sprite, wir brauchen Ult, wir brauchen Regen, wir brauchen Shield, wenn die alle EP kriegen und die passiven Stats hochgehen. Dann ist das schon ganz nett. Rage, gut, es gibt den Rage Mage nicht, das heißt wir können Rage nehmen theoretisch, aber wir brauchen es jetzt auch nicht so dringend. Dann ich gerne noch ein bisschen mehr Energy-Kram. Ja gut, Recover Lost HP ist natürlich auch immer nice. Assistant Freeze brauchen wir eigentlich nicht, das wollen wir noch haben. Wir wollen eigentlich noch mehr Regen-Möglichkeiten. Wir wollen eigentlich mehr Regen und mehr Sprite. Ging nichts davon. Der geht komplett auf Shield. Ich glaube, den haben wir auch schon mal gespielt. Wir haben halt keinen Wound. Wound ist der Konter zu Shield. Das heißt, die ganzen Shield-Champs, so wie unser auch, gehen halt komplett ab. Und keiner kriegt hier irgendwie Schaden. Okay, jetzt haben wir keinen Sprite mehr, jetzt kriegen wir langsam Schaden. Aber der Gegner... Okay, er verliert, weil die Zeit abgelaufen ist. Ich habe jetzt länger nichts gesagt, ne? Läuft ja eigentlich ganz gut für uns. Der ist halt ziemlich gut, weil primär gerade unser ganzer Schaden von Physical Attacks ausgeht und sie hat halt Auto-Dodge. Die ist halt ein Early Game ziemlich unangenehm als Gegner. Jetzt holen wir uns die Therapy Rays. Damit machen wir Schaden, wenn wir uns regenerieren. Ja, mehr HP ist mehr HP, kann man mal nehmen. Mehr HP recovern oder Schaden machen? Wir brauchen gerade eigentlich ein bisschen Schaden, ne? Hier nehmen wir die Therapy Rays. Ist die Frage, wollen wir die
Ja, das wollen wir nächste Runde nehmen. Wir haben hier keine Gefahr irgendwie, dass es lang vorbeigeht. Hm. Mit anderen Worten, wir haben noch Zeit. Wir brauchen unser Geld nicht zu verschwenden. Wir wollen ja 500 Gold eigentlich immer behalten, um das Maximum an Interest rauszuholen. An Zinsen rauszuholen. Wir sind bei 500 gedeckelt, wenn man keine besonderen Items oder sowas hat. Der andere Baum macht es auch ganz ordentlich hier. Hat einiges an Heal. Wir haben auch einiges an Heal, so ist ja nun nicht. Wir wollen aber bessere Sprites. Okay, Dodge nehmen wir einfach mit. Wir wollen bessere Sprites und wir wollen bessere Ult. Wenn wir Sprites besser haben wollen, sollen wir das nehmen. Wir können hier nochmal HP dazu nehmen, einfach für das Level up. Okay, das wollen wir haben. Dann schießen unsere Sprites Damage alle 2 Sekunden. Oder das, dann, aber gut, Sprite Max HP wird nicht so hoch sein, aber da kommt dann Schaden jedes Mal, wenn Sprite stirbt. Das passiert bei uns ja nun auch deutlich häufiger als erwartet. Was ist das denn? 10 plus Hero Level mal 5 Gold. Bei ihm 25, 35 Gold pro Runde, zweimal, also 70 Gold, ja gut. Gibt auch bessere Items. Mir schon 200 Gold gegeben. Okay, ihr seht, wir kriegen doch auch ordentlich auf die Nase. Achso, das war Shield. Wollte ja Heal. Na gut, das macht auch die Sprites den Heal machen. Aber unsere Sprites machen inzwischen mit unserer Passiven ganz ordentlich Schaden. Nehmen wir noch den Marble da hinzu. Wir wollen einfach nur Sprite buffen, also nehmen wir alles, was die Sprites hoch macht. Happy Race. Wollen wir natürlich auch haben, ne? Hier auf Stufe 3. Schon nett. Das ist schon gut. Okay, wir machen so ein bisschen Hin- und Her-Schaden. Das ist ganz in Ordnung. Sagt, wir brauchen einfach mehr Armor momentan, damit unsere Passive von den Sprites öfter triggert. Spirit oder Sprite Marble, dass die schießen können. Alle 2 Sekunden hat auch fast 500 Schaden gemacht. Therapy Rays haben 500 Schaden gemacht. Das ist schon in Ordnung, die Therapy Rays hoch zu skillen. In Rare Skill 20 Gold, aber ich weiß gar nicht, ob sich das so richtig lohnt. Wir rollen ja nicht wie bekloppt. Wahrscheinlich lohnt sich das nicht. Damit können wir nochmal richtig Gold machen. Scarlet Hood. So, HP, wenn wir den nehmen wir. Damit wären unsere Mythics umsonst und tauchen höher wahrscheinlich auf. Und hier haben wir bald 1 und wir werden dadurch auch relativ viel Level kriegen. Shield. Die Frage, ob wir erstmal 1 hochleveln wollen. Wie Heal zum Beispiel. Okay, achso, nee, wir haben auch kein Geld mehr für das Ding. Was ist das für eine Bombe? Eine Freeze-Bombe. Oh, Freeze haben wir noch gar nicht. Immer aus Versehen gekriegt. Oh, wir haben wieder ein Dings bekommen. Dodge Share haben wir bekommen. Naja, das ist nicht so gut. Wir haben 17 Dodge. Okay, der hat schon Sprite Marble, Call Guard. Der hat also schon ganz ordentlich was auf seinen Sprites. Das wird der jetzt wahrscheinlich gewinnen. Zumal wir nicht besonders viel Schaden mit unseren Therapy Rays, also jetzt erst Schaden mit den Therapy Rays machen, weil wir halt noch keinen Lebenspunkt verloren hatten so richtig.
Wir haben jetzt erst den Main Sprite von ihm getötet. Oh, jetzt geht aber unser Healing hoch, aber nein, das reicht nicht. Seine Sprites sind einfach stärker. Und er hat ordentlich Freeze. Aber wir haben eine Ultimate. Das meine ich nicht. Was können wir gerade nochmal? Achso, Heal. Ja, HP Charge, ne? Sprites. Ne, wir brauchen die Sprites. Das nützt alles nichts. Wir wollen schneller Energy recovern. Dass die ganze Zeit nicht das eine Sprite-Ding kommt. Stun Ultimate ist für uns jetzt auch nicht weltbewegend, aber ist nice to have, sage ich mal. Der Kampf läuft für uns eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also außer gegen den anderen Baum haben wir eigentlich recht viele ganz okaye Kämpfe. Okay, der Baum besiegt sogar die Rangerin. Zumindest den Ranger Spirit, aber okay, der Dodge-Typ auch. Das ist alles nett, aber auch alles nicht kriegsentscheidend. Die Guilty Skills haben wir nicht so viele. Ach, wir nehmen einfach nichts davon. Ja. Shield brauchen wir natürlich auch noch. Okay, damit das Healing Array. Das kriegen wir umsonst durch unseren Skill da. Okay, kriegen Charge. Gibt auch kein Poison, ne? Poison ist auf jeden Fall auch ziemlich stark, weil man ja ziemlich viel Sustain hat, also ziemlich lange überlebt. Da kann man natürlich mit Poison auch viel Schaden machen. Mit dem wir keinen Schaden bekommen. Achso, die hat einen Heaven Badge, deswegen kriegt die ganze Zeit keine keine Lebenspunkte. Die ersten 5 Kämpfe, die sie verliert, werden ignoriert. Aber sie kriegt keinen Schaden. Sagen wir es mal so. Okay, die hat auch Heal auf ihrer Ult. Heißt, wir machen einfach keinen Schaden. So, dann kam der Schaden irgendwann mit den Therapy Rays. Und dem Mythic Heal. Oh, wir haben Spirit Marble oder Sprite Marble bekommen. War schon gut. Hier haben wir auch noch After casting the ultimate, recover energy. Das ist halt gut, wenn wir zu dem Mythic kommen. Wir wollen jetzt, glaube ich, auch noch Shield hochkriegen. Am besten Pre-Battle Shield. Rage haben wir gar nicht. Ich für mich Rage the Dodge, aber wir haben es halt auch nicht. Brauchen wir es halt auch nicht. Dadurch brauchen wir es halt auch nicht. Okay, der macht Schaden durch Freezen. Wir haben gerade mit irgendwas gekrittet, mit seinem Sprite Marble. Das sind diese kleinen weißen Kügelchen hier. Das sind die Sprite-Murmeln. Unser Sprite braucht auch noch mehr Lebenspunkte. Also unser erster Sprite muss eigentlich die ganze Zeit überleben. Oder wir müssen die ganze Zeit Sprites casten. Eins von beiden. Ich nehme an, dass der erste überlebt, ist einfacher hinzukriegen, als unser Ulti permanent zu casten. Deswegen nehmen wir da mal nichts von. T-Strike. Ne, brauchen wir nicht. Wir brauchen Ult, wir brauchen Sprite. Okay, Shield brauchen wir auch. Shield brauchen wir auch. Das ist natürlich auch gut, ne? Wir wollen endlich Sprite haben. Okay, und Ult. Each time dealing damage. Dann haben wir die Möglichkeit, Energy zu raggen. Das ist auch schon noch brauchbar. Das ist halt auch wichtig. Okay, der hat ganz schön viel HP.
inzwischen Level 12. Dann gibt das auch ordentlich Kohle. Das ist ein anderes Teil. Achso, Energy Collector, okay. Dann gibt es 50, 60, 70 Gold jede Runde. Zweimal. Das ist schon ganz ordentlich. Okay, jetzt geht unser Healing Circle hoch. Und dann kommt der Schaden. Und immer noch am meisten Schaden mit den Sprite Marbles, ne? Finde ich auch krass. Charge. Death Burial. Brauchen wir nicht. Dann lieber mehr Heal. Dann kriegen wir es. AP Strike. Und Dragon Control. Dann haben wir nämlich Heal auf 40, das wollte ich. Jetzt können wir die Medical Explosion noch nehmen und so weiter und so fort. Aber das ist dann schon mal relativ weit fortgeschritten. Den haben wir bisher noch einmal besiegt. Und dann geht er auf... Ich weiß nicht, was der genau macht. Jetzt geht er auf Freeze. Oh, viele von meinen massiven Blitzen hier lang fliegen. Die alle keinen Schaden machen. Aber unser Main Sprite hat lange überlebt. Das ist gut. Therapy Rays machen ziemlich viel Schaden und die Sprite Marbles. Oh, er hat verloren gegen den. Und das ist für mich ganz gut. Okay, wir haben Shield aufgelevelt. Okay, wir haben auch einen Sprite Skill bekommen. Shield Control haben wir bekommen und Shield hat 3 EP durch Collector bekommen. Shield Control ist auch gut. Sogar sehr gut. Und unser Sprite ist damit auch eine Stufe auf Stufe 3 gekommen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, den Mythic Skill zu finden. Und wir increasen the probability of refreshing the Mythic Skill. Und der ist halt umsonst dann. Das sind 300 Gold, die wir geschenkt bekommen. Wir haben schon 300 Gold damit gemacht. Okay, der hat scheinbar Goblin Part noch nie gerandomt. Okay, der hat Rage. Die Rage Ult schon. Ah, die Rage, nicht Rage Ult, sondern Rage Mythic. Das heißt, wenn der auf 0 geht, geht der Schaden auf das Rage Meter. Ha. Mein Heal hat diesmal nicht gereicht. Das ist nicht gut. Nehmen den Skill. Nehmen das. Magic Defense brauchen wir dann scheinbar. Shield Control. Mehr HP Damage. Für jeden Schaden, den wir bekommen. Oder mehr Heal. Kann man dagegen anhealen, ist die Frage. Aber ich versuch's einfach mal. Death Mastery wollen wir auf jeden Fall auch. Dann haben wir das. Okay, das nehmen wir jetzt auch einfach. Dann haben wir das nämlich auch Level 3. Das bedeutet noch mehr Shield. Und wir haben, wie gesagt, die Möglichkeit hier das Mythic zu kriegen. Junge, 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 Junge. Er hat einen dicken 1500 durch Sprite Contract. Da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach durch. Mein Schaden ist jetzt auch ein bisschen aufgebraucht, muss ich gestehen. Aber seiner scheinbar auch. Okay, dann kam am Ende irgendwo extrem viel Schaden her. Ich weiß nicht wo. Eine Defense. Wir haben 6 Lebenspunkte. Viele könnten uns instant killen. Das heißt, wir riskieren es mal nicht. Gott, das haben wir noch gar nicht.
Twin Sprite ist natürlich auch extrem gut. Magic Defense brauchen wir. Charge Damage brauchen wir. Okay, wir haben jetzt 3 Mythics. Die wir auch alle brauchen. Twin Sprite zum Beispiel ist extrem gut. Jetzt bräuchten wir halt noch einen Sprite Contract, damit unser Sprite genauso knuffelig ist wie der vom Gegner. Gegnerischen Baum. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt mit 3 Sprites relativ viel rumspielen, ist ziemlich hoch. Wir kriegen jetzt extrem viele Sprites. Junge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sprites gekriegt. Dadurch, dass unsere Ulti, weil wir die casten, kriegen wir 4 Energy alle 0,2 Sekunden. Und hierdurch kriegen wir jedes Mal, wenn wir Schaden machen, 50% Chance, 4 Energy zu kriegen. Wir kriegen einfach wahnsinnig viel Energy. Wenn das Sprite da ist, kriegen wir Rage. Okay, jetzt starten wir noch mit der Ulti. Ja, jetzt haben wir noch ein bisschen Dodge. Ja, Fury State haben wir eigentlich nicht so richtig, ne? Und wir healen uns immer noch ein bisschen. Freeze Damage können wir auch machen. Jede zusätzliche Damage-Möglichkeit ist gut für uns. Wir haben zwar nicht viel Freeze, aber alle Sprites inflicten Freeze. Und jedes Mal, wenn wir healen, haben wir die Chance, Freeze zu machen. Also wir freezen schon ziemlich viel. Der hat extrem viel Leben. Wir machen auch extrem keinen Schaden. Ich frage mich gerade, warum wir dem überhaupt gar keinen Schaden machen. Der healt, der freest. Man nimmt einfach keinen Schaden. Ja, dann haben wir das jetzt tatsächlich verloren. Krass. Das war auch der Einzige, der uns besiegen konnte. Aber wir sind Nummer 4 geworden, immerhin. Also keine Punkte verloren. Ja. Das war unser Game mit dem Baum. Gerne noch bis nach oben geschafft, ehrlich gesagt. Das fand ich doch ganz cool mit den ganzen Sprites, aber auch mit vielen Mythics hat es einfach nicht gereicht. Egal. Wir sind einen guten Weg auf Master Level 7. Soweit, so gut. Und ja, ich freue mich, wenn ich von euch höre. Liked gern, abonnieren, ihr kennt das Spiel. Subscribe. Kommentare, Kritik, alles gern gesehen. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal und sage ciao.